Reimer Cartoon und heute geht's um Hotels. Spannende Branche. An dieser Stelle erstmal vielen Dank. Uns haben einige E-Mails erreicht, die ich heute auch gerne beantworten möchte. Und los geht's mit der ersten Frage. Wie kann ich als Hotelier mit Raumduft das Wohlfühlklima meiner Gäste steigern? Ganz wichtig ist die Lobby, der Check-in-Bereich bzw. auch der Check-out-Bereich, denn hier geht es einfach darum, den Kunden bzw. den Gast mit einem tollen Duft zu empfangen. Der erste Eindruck zählt, kann man als Leitspruch nehmen und das kann man hervorragend mit Duft umsetzen. Der zweite Bereich sind ganz klar die Flure. Oft hat man hier Eigengerüche, teilweise von Gästen, teilweise von Teppichmaterial, vielleicht auch aus dem Restaurantbereich. Also die Flure sind definitiv der zweitwichtigste Bereich. Mit Düften wird natürlich auch immer der Wellnessbereich assoziiert. Also wenn Sie hier noch kein Wellnesskonzept mit ätherischen Ölen zum Beispiel haben, könnte man hier gerade im Eingangsbereich Wellness, Sauna vielleicht auch mit tollen ätherischen Ölen einen herrlichen Geruch reinzaubern. Ganz wichtig ist auch der Fitnessbereich, denn hier haben wir es naturbedingt oft mit unangenehmen Gerüchen zu tun. Beim Workout schwitzt man nun mal. Das trägt sich durch den Fitnessbereich, durch den Umkleidebereich. Und hier ist es einfach wichtig, diese unangenehmen Gerüche mit unserem Geruchsneutralisator zu eliminieren und so einen angenehmen Raumduft zu schaffen. Eine weitere Frage, die auch immer gestellt wird, betrifft das Thema Umsatz. Natürlich super interessant. Gibt es denn eigentlich Potenzial für Umsatzsteigerung in bestimmten Bereichen? Und falls ja, welche Bereiche sind das? Ganz klar mit einem Ja zu beantworten. Ich möchte an der Stelle einfach zwei Beispiele bringen. Zum einen ist es das Thema Restaurantbereich. Nehmen wir einfach mal die Nachmittagszeit. Der Gast kommt rein, nachmittags 15 Uhr, hat vielleicht noch ein bisschen Zeit. Wenn es jetzt angenehm nach Kaffee und Kuchen, Cookies riecht, bekommt er natürlich Appetit und schwenkt nochmal schnell am Restaurant vorbei, holt sich einen Kaffee und so kann man den Umsatz natürlich auch steigern. Das Ganze kann man auch ausbauen mit Käsekuchen, mit jeglichen Fruchtdüften, Orangensaft zum Beispiel. Also hier gibt es ganz viele Möglichkeiten im Bereich des Restaurants, auf das Restaurant, schon an anderen Plätzen im Hotel hinzuweisen. Das zweite Beispiel ist der Wellnessbereich, denn kaum ein anderer Bereich wird mit Düften so assoziiert wie der Wellnessbereich. Also wenn man eine Massage bucht, dann kommt die immer mit einem angenehmen ätherischen Öl daher. Und genau das kann man einsetzen, wenn es um den Bereich Wellness geht. Also stellen Sie sich nur vor, es ist ein schöner Aufsteller da, der auf den neuen Wellnessbereich hinweist. Und dann riecht dieser Bereich auch schon mit einem schönen ätherischen Öl etwas Vitalisierendes, etwas Beruhigendes. Und somit kann man diese Bereiche ebenfalls herrlich bewerben. So, jetzt hatten wir zwei super spannende Beispiele, wo der Einsatz von Düften hervorragend passt. Aber jetzt möchte ich auch noch mal kurz darauf eingehen, wo man es im Hotel lieber sein lassen sollte. Grundsätzlich gibt es hier zwei Bereiche. Das ist einmal das Hotelzimmer an sich und der Restaurantbereich. Das sind zwei Bereiche, wo ich in jedem Falle von einer Beduftung absehen würde. Wenn man die Hotelzimmer beduften möchte, wo wir auch sehr oft gefragt werden, würde ich eher eine Duftbar empfehlen. Das bedeutet zum Beispiel beim Check-in kann sich der Kunde aussuchen, ob er einen Duft haben möchte und welchen Duft er haben möchte. Dann bekommt er beim Check-in ein kleines Gerät mit. Das ist ein batteriebetriebenes Gerät und das kann er dann on demand in seinem Hotelzimmer einschalten, ausschalten, so wie er das möchte und hat praktisch komplette Kontrolle darüber, was er riechen möchte und was er nicht riechen möchte. Im Restaurantbereich würde ich ebenfalls von einer Beduftung absehen, maximal im Eingangsbereich, also auf dem Weg zum Restaurant könnte man Düfte einsetzen. Im Essensbereich würde ich aber ganz klar davon abraten, da es hier um das Thema Geschmackssinn geht und da hat ein Duft nichts zu suchen.
Eine weitere Frage, die immer wieder auftaucht: Muss ich Angst haben, dass die Düfte für Allergiker zum Problem werden? Ganz klare Antwort: Nein, bei richtiger Intensität. Hier geht es einfach darum, viele verwechseln das Thema Kontaktallergie und Raumbeduftung. Bei der Kontaktallergie geht es darum, wenn man Düfte direkt auf die Haut oder auf Schleimhäute aufträgt, zum Beispiel wenn man sich parfümiert, wenn man eine beduftete Lotion nimmt, Rasierwasser, Aftershave, was auch immer, das nennt man Kontaktallergie und das kann tatsächlich zu Problemen führen. In der Raumbeduftung hingegen ist es komplett anders. Hier mengen wir der Raumluft nur einen ganz, ganz geringen Teil Duft mit bei und somit ist diese ungefährlich und das wurde unter anderem auch vom Umweltbundesamt bestätigt. Ein weiterer wichtiger Fakt ist, dass wir freiwillig der IFRA angeschlossen sind. Die IFRA ist eine weltweit operierende Organisation, welche Rohstoffe auf Nebenwirkungen bei Mensch und Tier testet. Und somit können wir unseren Kunden die höchstmögliche Sicherheit gewährleisten. Eine Frage, die uns sogar zweimal gestellt worden ist: Muss ich die Geräte kaufen oder kann ich sie auch mieten? Beides ist möglich. Man kann sie kaufen oder man kann sich für eins unserer All-in-Flat-Pakete entscheiden. Die All-in-Flat-Pakete haben den Vorteil, dass man keine Investitionskosten hat, man für eine monatliche Flatrate alles inklusive hat: Duftgerät, Düfte, Versandkosten, Verschleißteile, 5 Jahre Garantie und dass man sogar automatisch beliefert wird. Sprich, man muss sich nicht um die Nachbestellung kümmern, das geschieht alles automatisch. Patrick Müller aus Berlin hat uns eine E-Mail geschickt. Ist es bei mehreren Geräten möglich, diese von einem einzigen Ort aus zu steuern oder muss ich jedes Gerät einzeln einstellen? Sehr interessante Frage und gerade im Bereich der Hotels enorm wichtig. Viele unserer Kunden haben mehrere Geräte, zum Beispiel eins in der Lobby, eins im Wellnessbereich, 2 im Fitnessbereich und möchten diese natürlich gern einheitlich steuern. Und hier bieten sich unsere Wi-Fi-Geräte an. Das bedeutet, man kann diese alle in einem App steuern, man kann die Duftintensitäten ändern, man kann den Füllstand sehen, etc. etc. Und man könnte sogar, wenn man im Urlaub ist, wenn man auf Geschäftsreise ist, diese Geräte auch von jedem Ort der Welt steuern. So, kommen wir zur letzten Frage für heute. Michelle aus Pforzheim hat uns folgende Frage geschickt. Ich möchte keine unansehnlichen Geräte herumstehen haben, die unser ganzes Ambiente zerstören. Kann man sie unsichtbar für den Kunden anbringen oder aufstellen? Das Schöne bei unseren Geräten ist, man kann sie absolut vielfältig einsetzen. Oft werden diese einfach als Standalone eingesetzt. Das bedeutet, man hat einen Platz und kann das Gerät auf dem Boden platzieren. Die zweite Möglichkeit ist die Wandmontage. Das bedeutet, im Lieferumfang ist eine Montageschiene enthalten. Diese bringt man einfach an der Wand an und man kann das Gerät entsprechend einhängen, so dass es sicher an der Wand befestigt ist. Konkret auf die Frage von Michelle, Thema unsichtbar. Natürlich ist auch dies möglich. Hier kann man die Geräte zum Beispiel in einen Blumentopf einbauen, in ein Display einbauen, in einem Schrankteil, vielleicht auch im Frontdesk. Und hier haben wir einen Adapter, der am Gerät ganz einfach eingeschraubt wird und dann wird der Duft per Schlauch aus dem Schrank, aus dem Desk, aus dem Blumentopf herausgeleitet. Somit ist das Gerät unsichtbar und der Duft wird trotzdem im Raum verteilt. Und die vierte Möglichkeit ist unsere Lux Edition. Hierbei handelt es sich um einen LED-hintergrundbeleuchteten Frame oder Bilderrahmen, den man auf das Gerät aufschiebt und welchen man mit einem Wunschmotiv versehen kann. Das kann das Firmenlogo sein, das kann eine Art Werbung sein oder selbst ein Kunstwerk. So, das soll es für heute erst einmal gewesen sein. Schickt uns gerne weiterhin eure Fragen. Wir freuen uns über jede E-Mail. Einfach kurz an info@duftmarketing.de. Vergesst nicht, unseren Kanal zu abonnieren. Reimer Cartoon sagt vielen Dank. Wir hören uns in der nächsten Folge. In der Zwischenzeit schaut euch unsere anderen Videos an. Bleibt gesund und bis die Tage.